Festung Europa. Flüchtlinge müssen leider draußen bleiben. So oder ähnlich kann man die Kritik an der europäischen Flüchtlingspolitik zusammenfassen. Ein berechtigter Vorwurf. Heiner Hoffmann hat sich in der Ägäis umgesehen und festgestellt, Flüchtlinge in ihren Booten werden zu Spielbällen zwischen Griechenland und der Türkei und das Recht auf Asyl ausgesetzt. Die griechische Insel Lesbos am Samstag. In Sichtweite am Horizont die Türkei. Wir werden live Zeuge eines Seenotfalles. Wir beobachten über Stunden ein Schlauchboot mit Flüchtlingen, das auf dem Meer treibt, offenbar manövrierunfähig. Vom selben Boot stoßen wir auf Videos, gepostet von einer Hilfsorganisation. Sie zeigen die verzweifelte Stimmung an Bord. Unser Boot hat ein Loch. Die türkische Küstenwache schaut nur zu. Und die griechische Küstenwache ist auf der anderen Seite. Und keiner hilft uns. Unsere eigenen Aufnahmen belegen, über Stunden greift die griechische Küstenwache nicht ein, rettet nicht. Stattdessen liegen die Videos von Bord nahe. Sie machen bewusst Wellen, um das Boot in Richtung Türkei zurückzudrängen. Ein Video der griechischen Küstenwache wiederum zeigt die andere Seite. Auch die Türken haben nicht eingegriffen, als das Boot in ihren Gewässern trieb. Die Flüchtlinge sind zum Spielball eines politischen Kräftemessens geworden. Erst nachts werden sie gerettet, nachdem Hilfsorganisationen massiven Druck ausüben. Kein Einzelfall in der Ägäis. Es geht sogar noch schlimmer. Offenbar das neueste Werkzeug im Kampf gegen die Flüchtlinge: schwimmende Rettungsinseln. Zahlreiche solcher Videos kursieren im Netz. Sie zeigen Flüchtlinge hilflos treibend auf dem Meer. Uns wird ein besonders erschreckender Clip zugeschickt. Eine Rettungsinsel wird aufs Meer gezogen, voll besetzt mit Flüchtlingen. Wasser läuft hinein. Dann wird offenbar die Leine gekappt. Gemeinsam mit dem Spiegel und Lighthouse Reports gelingt es uns, mit einem der Betroffenen zu sprechen. Wir erreichen ihn aber nicht in Griechenland, sondern in der Türkei. Wir waren auf dem Weg nach Samos. Wir konnten den Strand schon sehen. Dann wurden wir plötzlich von einem griechischen Schiff attackiert. Sie waren bewaffnet und maskiert, haben uns mit Waffen bedroht und mit Haken angegriffen. Dann haben sie uns auf diese orangenen Rettungsinseln geladen und zurück aufs Meer gezogen. Wir haben dort um unser Leben gekämpft. Wir waren in der Rettungsinsel stundenlang den Wellen ausgeliefert. Wir überprüfen Amjads Aussagen und Videos mit Hilfe forensischer Analysetools. Die Küstenlinie im Bild verrät, sie werden tatsächlich in Richtung Türkei gezogen. Das Boot, das sie im Schlepptau hat, ist ein griechisches Küstenwache-Schiff, Typ Panther. Und uns liegen Videos der türkischen Küstenwache vor. Sie zeigen dieselbe Gruppe Menschen, wie sie auf der türkischen Seite aus treibenden Rettungsinseln gezogen werden. Die Bilder lassen kaum Zweifel. Es handelt sich wohl um einen illegalen sogenannten Pushback der griechischen Küstenwache. Per Skype erreichen wir Itamar Mann, Menschenrechtsexperte an der Universität Haifa. Er hat zahlreiche solcher Vorfälle untersucht. Wir haben in mehreren Fällen dokumentiert, dass Rettungsinseln für diese Art von Pushbacks benutzt werden. Equipment, das dafür gedacht ist, Menschenleben zu retten, wird also missbraucht, um Menschenleben zu gefährden. Rechtlich ist das nicht nur eine illegale Zurückweisung, sondern auch eine Art Folter oder unmenschliche und erniedrigende Behandlung. Was sagt die griechische Küstenwache zum mutmaßlichen Pushback vor Samos? Man habe diesen Vorfall zusammen mit der türkischen Küstenwache gemanagt, heißt es. Schließlich sei das Schlauchboot erstmals in türkischen Gewässern identifiziert worden. Und sie verraten, nicht die Griechen selbst hätten es entdeckt, sondern deutsche Technik. Dieses Boot der Bundespolizei hat die Flüchtlinge per Radar gefunden. Die deutsche Crew ist Teil der EU-Grenzschutztruppe Frontex. Sogar ein deutscher Helikopter sei im Einsatz gewesen. Das volle Überwachungspaket Made in Germany. Hat die deutsche Crew also auch einen Pushback mitbekommen? Zu dem geschilderten Vorfall liegen der Bundespolizei keine Erkenntnisse vor, teilt sie schriftlich mit.
Denn man sei nicht direkt am Einsatzort dabei gewesen und habe somit nicht die Maßnahmen der Griechen beobachten können. Auch wenn Frontex-Beamte nicht direkt an den Pushbacks in Rettungsinseln beteiligt sind, haben sie absolut eine Rolle im Hintergrund. Solange die Operation in der Ägäis weitergeht, sind sie dafür auch verantwortlich. Dafür, sich nicht zurückzuziehen, nicht zu sagen, hier ist eine rote Linie überschritten, das geht nicht mehr. Doch die Mission wird fortgesetzt, denn sie ist aus Sicht von Frontex äußerst erfolgreich. Hier auf Samos ist seit mehr als 2 Monaten kein einziger Flüchtling mehr angekommen. Offiziell zumindest. Die letzte von den Behörden registrierte Ankunft auf Samos war am 12. März. Seitdem gab es keine einzige gemeldete Ankunft mehr. Aber wir sind sehr besorgt, denn es gibt Augenzeugenberichte über Flüchtlinge, die hier angekommen sein sollen. Wir gehen diesen Berichten nach, fahren in ein kleines Dorf im Westen der Insel. Hier treffen wir Yorgos Kiassos, einen traditionellen Bootsbauer. Vor kurzem ist hier eine ganze Gruppe Flüchtlinge angekommen. Die sind hier direkt bei mir vorbeigelaufen und haben dann nach der Polizei gefragt. Die sind dann gekommen und haben sie mitgenommen. Und jetzt heißt es plötzlich, ich würde lügen, es gäbe gar keine Ankünfte. Mehrere andere Dorfbewohner bestätigen die Aussagen. Auch sie haben vor einigen Wochen ankommende Flüchtlinge gesehen. Doch wo sind die geblieben? Unser Recherchepartner Lighthouse Reports ist auch diesem Fall nachgegangen. Das Resultat? Die Betroffenen wurden von der Polizei aufgesammelt und fanden sich kurz darauf auf Rettungsinseln auf dem Meer wieder. Wie gesagt, für diesen Beitrag haben wir mit dem Spiegel und dem internationalen Rechercheverbund Lighthouse Reports zusammengearbeitet.